Aha. 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 Achtung oben. Christoph bleibt jetzt hier unter der Tischplatte. Das Platten hereintragen hat schon ein Todesopfer gefördert. Der Angler. Es hilft nicht. Auch dieses Schiff wäre fast in den Abgrund gestürzt. Und Nummer 3 ist auf dem Weg zu ihrem Bekannten Nummer 2 und Nummer 1. Was wird wohl passieren mit den 3? Das wissen wir auch noch nicht. Dann verbarrikadieren wir hier Ja, das Regal. eine Schranktür für das Regal. Eine sehr professionelle Schranktür. Total verschwitzt geht es jetzt auf. Ich darf vorstellen, das ist meine gesamte Erweiterung für das Frozen Castle. Das glaube ich eher weniger. Das wird jetzt der Frozen-Bereich. Ich darf vorstellen, wie viele Quadratmeter sind das? Ich habe keine Ahnung. 85 cm breit und... Das sind wahrscheinlich ungefähr 5,5 Quadratmeter. Finde ich es angemessen, bei einer 80 Quadratmeter Stadt 5 Quadratmeter für Frozen aufzuopfern? Nein. Jetzt Wir will- unterbrechen diese Frau jetzt. Sie darf zwar ihr Frozen Castle dort aufstellen, weil ich ihr versprochen habe, dass wir dort die Winterlandschaft erweitern. Und ja, liebe Freunde, vielen lieben Dank erstmals für 6000 Abonnenten auf YouTube. Ihr seid der absolute Wahnsinn. Deswegen haben wir jetzt Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. nämlich die Mühen. Genau, vollen Körpereinsatz gezeigt, auch natürlich geistige Reife, weil wir das alles ausgerechnet haben. Und wir haben noch ein zweites Jubiläum zu feiern, und zwar 1 Million Views auf YouTube, was auch der absolute Wahnsinn ist. Ja, ihr denkt euch jetzt bestimmt, wieso bauen die zwei schon wieder neue Tische auf, wenn 90% der Lego-Stadt irgendwie Deswegen. noch in... Bautätigkeiten stecken, aber ja, ihr seht, Rita, sie wollen, nein, ich sag so, wir haben schon längere Zeit mal damit spekuliert, dass wir hier noch was machen. Wir haben immer wieder überlegt, was wir machen. Wir haben auch damals, als wir diese Platten gekauft haben, haben wir noch ein paar extra gekauft, rein zufälligerweise. Ich habe auch noch solche Unterstellböcke gekauft, ja. Vielleicht doch noch zu wenige, vielleicht müssen wir nochmal Platten nachkaufen. Denn wenn ihr jetzt in meine Richtung schaut, da geht noch was. Also wir haben hier jetzt, schätze ich mal, ja, etwa 1,5 bis 2 Platten noch zu wenig. Die werden wir uns noch organisieren. Ich glaube auch. Wir haben die Platten, die sind 95 breit. Wir haben die ein bisschen zugeschnitten, sodass man hier noch ganz gemütlich und bequem gehen kann. Ihr seht, Rita, sie Sogar mit Hüften. ist jetzt zwar wieder etwas schlanker, als sie schon mal war, aber es geht sich wirklich ganz schön aus. Sollte Gegenverkehr hier sein und es ja, wird eng, dann kann man immer noch in diese Buchten hier rein flüchten. Ja. Die sind ja zahlreich vorhanden in allen Größen. Ja, was haben wir jetzt hier vor, liebe Freunde? Erstens mal, wir freuen uns wahnsinnig, dass wir die Stadt nochmal vergrößert haben. Es sind einfach einige Projekte und einige Ideen. Ihr seht, Rita, sie ist so euphorisch mit ihrem Schneeberg für das Frozen Castle. Sie hat schon gesagt, wenn wir jetzt nicht bald die Erweiterung hier aufbauen, dann reißt sie den Schneeberg dort hinten ab.
wo ich sie jetzt selbst nicht, dort hinten. Und ja, das Skiresort und das alles wird abgerissen und es kommt dann das Frozen Castle hin, habe ich gesagt, nein, meine Liebe. Es fehlen jedoch leider noch weiße Platten, also freut euch nicht zu früh. Christoph hat mir noch keine weißen Platten bestellt, Grundplatten. Deswegen wird es mit der Erweiterung doch nicht so schnell was. Ich hätte gern heute sofort damit gestartet. Ja, das kommt erst. Wir haben auf jeden Fall hier jetzt noch schön Platz für diverse Projekte. Und wir haben uns gedacht, hier wird es dann einfach vielleicht ein bisschen exotischer, ein bisschen fantastischer. Rita baut dort hinten sowas wie, ich weiß nicht, das ist ja nicht Arendelle, aber diese Schneelandschaft auf. Und wir haben auch vor, das irgendwie in die Stadt zu integrieren. Ich sage nur, ich plane bei meiner Stadterweiterung, die ich jetzt leider natürlich momentan noch nicht beginnen kann, weil ich wollte eigentlich dort vorne, wo dieser Sessel steht, anfangen. Rita hat mich dann natürlich wieder über den Tisch gezogen und hat gesagt, nein, wir haben zu wenig Platten, wir fangen dort hinten beim Winterdorf an. Meine Idee für die Erweiterung ist zum Beispiel, dass wir hier, wie gesagt, wo hier dieser Sessel steht, bis hier ungefähr zu dieser Kiste, dass wir hier auch noch eine Stadt bauen, die ja mehr oder weniger die Außenbezirke von Wild City oder die Vororte. Und zum Beispiel bauen wir hier eine Stadt, die nur mit den neuen 2021er Straßenplatten gefertigt wird. Und da habe ich mir schon gedacht, es könnte doch eigentlich das Fancy Viertel sein, im Sinne von, wo nur die ganz Schönen und Reichen wohnen. Zum Beispiel. Und das Problem ist, es ist hier leider relativ niedrig, also ich kann hier normal gehen, aber die Decke ist hier nicht mehr besonders hoch, ihr seht Rita. Meine Idee wäre zum Beispiel gewesen, dass wir hier einen Lift bauen, dass die Leute hier mit dem Lift nach oben fahren können, oben eine Fußgängerbrücke oben drüber geht. Das heißt, man kann dann runter durchgehen und dann geht der Lift hier wieder runter auf die Platte, sodass auch die Bewohner von Wild City ganz problemlos in das neue Stadtviertel gehen und fahren können. Und es wäre kein Vorschlag, wenn es nicht einen Gegenvorschlag von mir gäbe. Ich habe mir ja gedacht, das Gleiche wäre doch gescheiter, wenn man hinunter macht, dann quasi da so eine unterirdische Verbindung und dann wieder hinauf, weil man sich dann nicht den Kopf anhaut. Ja, da fällt man halt leichter drüber, wenn man dann ein bisschen unentspannt und unvorsichtig drüber geht. Christophs Mom hat dann schon vorgeschlagen, sowas wie die Tower Bridge von London, die ja vor kurzem jetzt gesponnen hat, aber quasi einen Fußgängerübergang, der sich auf- und zumachen lässt. Ihr wisst, handwerklich und technisch sind wir extrem begabt, also das machen wir mit 0,0. Das wäre natürlich auch eine Idee, eine Brücke, die sich öffnen lässt. Ja, ich schwenke nochmal in die andere Richtung, damit ihr seht, was wir hier jetzt gemacht haben. Ja. Also es wird auch draußen langsam dunkel, es hat einige Zeit gedauert. Apropos dunkel, hier in dieser Ecke ist natürlich das Licht nicht das allerbeste. Wir sind am Überlegen, was wir da machen. Vielleicht, das haben wir auch schon gemerkt hier beim Gruselpark, der zum Teil etwas im Dunkeln war, aber es lässt sich sicher hier entweder noch ein Lichtpanel einfügen, irgendwas lassen wir uns einfallen. Es muss nicht viel sein, aber dadurch, dass hier auf dieser Seite kein Fenster ist, ist es dennoch ein bisschen duster, speziell wenn es draußen dunkel ist. Wie gesagt, der Plan ist jetzt, dass wir hier noch Bodenplatten, kann man ja auch sagen. Tischplatten verlängern bis dort vorne, wo diese Schräge in der Mauer ist. Ja. Die Kisten sind vorher schon hier gestanden, das heißt, wir haben hier nie mehr Platz gehabt beim Durchgehen. Wir werden das jetzt schön einsortieren, dass wir hier alles wieder unterbringen. Es dürfte aber vom Platzangebote nicht schlechter sein. Und ja, das war sowieso, ich glaube, Rita lächelt jetzt, aber ich sage die Wahrheit, wenn ich sage, dass diese Erweiterung schon seit über einem Jahr geplant war. Jetzt mit dem Frozen Castle ist es halt so dringend geworden, dass sich Rita zu nichts mehr überreden ließ. Ihr seht, wir sind euphorisch. Ich glaube, ein bisschen zu euphorisch. Wir haben gerade wieder zu viele Projekte im Kopf. Aber das sind halt wir. Genau. Schreibt uns auf jeden Fall auch eure Vorschläge, was ihr euch denkt, was wir hier mit den Tischen machen können, in die Kommentare. Zum Beispiel habe ich mir gedacht, dass hier beim Piratenpark auf der anderen Seite ja noch die Islanders hinkommen können. Ja. Ich träume ja auch von einem Star Wars Themenbereich für den Vergnügungspark, der vielleicht hier irgendwo sein könnte. Ja, irgendwie lässt sich das sicher machen, dass wir hier eine Verbindung zwischen den zwei Bereichen hinbekommen und dass man als
Mensch auch noch gehen kann, also Und Minifigur und Mensch. Überall drüber hüpfen muss. Und also sich nämlich oben dann den Kopf hat. Ganz richtig. Vielleicht wird auch hier ein Zug fahren. Ich fände es total cool. Müssen wir mal schauen, ob sich das vom Radius her und vom Platzangebot ausgeht. Und ich weiß, dass viele handwerklich begabte Leute unter euch sind. Deswegen bitte schreibt uns in die Kommentare, wenn ihr irgendeinen richtig guten Vorschlag habt, was wir da machen können, verbindungstechnisch. Denn Christoph möchte so viele Verbindungen machen, aber ich fürchte schon, dass das dann wie bei Mission Impossible wird, wo man dann so oben, unten, überall drüber kraxen muss. Steht vielleicht wie in London, wo, keine Ahnung, allein in der Inner City 22 Brücken über die Themse sind. Genau, also bitte, wenn ihr Ideen habt, sofort in die Kommentare schreiben. Ich würde mich freuen. Und bitte solche, wo ich nicht mich sportlich extrem betätigen muss. Das wäre gut, ja. Wir bauen aber auf jeden Fall auch noch in der normalen, klassischen Wild City weiter, weil dort gibt es auch noch sehr viel zu tun. Wir haben jetzt nur mal gedacht, wir stellen das auf. Heute war das Wetter schön. Rita, glaube ich, will jetzt noch in den Pool. Sie hat das Frozen Castle platziert und dann schauen wir, wie es hier weitergeht. Klappböcke müssen wir, glaube ich, auch noch bestellen, Bretter. Wir haben auch, und das ist ein kleines Preview zu dem, was noch kommt. Wir haben rein zufälligerweise, weil sich das hier ganz gut ausgegangen ist, und damit beenden wir dann das Video. Also nochmal herzlichen Dank für 6.000 Abonnenten auf YouTube. Und eine Million Mal haben Leute, ich weiß nicht, auf absichtlich oder unabsichtlich, Hallo meine Lieben gehört. Hallo meine Lieben gehört und auf ein Video von uns geklickt, und diese Zahl ist einfach unglaublich. Also ihr seid der absolute Wahnsinn, liebe Leute. Danke dafür. Ich weiß nicht, keine Ahnung, für das 7.000 Abonnenten-Spezial oder ich weiß es nicht, 1 Million Abonnenten-Spezial, weiß nicht, wie lange das dauert. Ich habe rein zufälligerweise mit Rita heute hier, weil diese Bretter im Original, wie sie aus dem Baumarkt waren, so ungefähr, ich glaube, 10 cm breite Stücke abgeschnitten. Ja, damit wir auch durchkommen noch. Damit es hier nicht so eng ist, und diese Stücke, die passen rein zufälligerweise ganz gut für was anderes. Überlegt mal, was ungefähr 10 cm breit ist bei Lego. Und was Rita denkt schon wieder an was anderes. Gefällt. Nein, was Rita extrem gefällt, ja. Also wir brauchen diese Hölzer noch und werden jetzt mal überlegen, wie wir das angehen. Aber nicht so viel auf einmal. Wir haben ja so schön einiges zu tun. Aber so ist das. Uns wird zum Glück nicht langweilig und euch hoffentlich auch nicht. Ich habe heute das Classic Space Shirt an. Rita ist ein bisschen enttäuschend gekleidet mit so einem Palmwedel. Was Luftiges, wenn man sich schon, das richtige Arbeitsoutfit finde ich für Bretter schneiden und tragen. Ja, danke nochmal auf jeden Fall für eure Treue, für eure Coolness, dass ihr immer hier dabei seid. Wir werden hoffentlich sehr zufrieden sein mit unserer Arbeit, die wir hier in nächster Zeit leisten. Ich habe auch unter den Tischen schon einiges vorbereitet, gesammelt mit Rita, was wir aus den diversen Legoland-Einkäufen schon ein bisschen so zurechtgelegt und zum Teil auch zusammengebaut haben. Also es kommen definitiv ganz coole Sachen. Und danke für eure Geduld. Denn ich weiß, es ist sicher nicht immer einfach, uns zuzuschauen, wenn wir 10.000 Projekte starten. Irgendwie wollen wir das selbst nicht, aber es ist einfach die Euphorie oft zu groß. Und irgendwann wird es dann mal vielleicht so weit sein, dass wir hier alles vorbereitet haben, wie wir es gerne hätten, und dann wird ein Bereich nach dem anderen schön gemacht, und es ist ja auch der Fortschritt hier. Also auch wenn manches dauert, ihr habt gesehen, zum Beispiel die Ninjago City hat jetzt, ich glaube, 4,5 Monate darauf gewartet, endlich finalisiert zu werden. Und ich bin eines Tages hier heraufgekommen, nichts ahnend, wollte, glaube ich, eigentlich Gehsteige fließen, und zack, 3 Stunden später war die komplette Ninjago City fertig. Manchmal ist das eben so, bleibt auf jeden Fall auch ihr kreativ, baut was Schönes. Vielen Dank fürs Dabeisein, und lasst uns wissen, was ihr von den Erweiterungen hier haltet und auch, was ihr damit machen würdet. In dem Sinne, macht's gut und hoffentlich bis bald. Bis bald. Tschüss.